Aber es sind ja die Positionen beider Seiten sehr klar geworden. Auch Selenskyj konnte Trump ja kritisieren. Und so konnte man sozusagen jeder dem beiwohnen und das genau sehen, ist vielleicht besser als Hinterzimmerdiplomatie. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Donald Trump kein Idiot ist und dass Donald Trump die Interessen der USA vertritt. Und für die USA sind Russland die Machtrivalen. Der schenkt auch Putin und Russland nichts. Das Sondervermögen ist gar nicht notwendig. Man muss ja gucken, wo das Geld hingeht. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die wir jemals hatten. Sie haben gesagt, ein paar Milliarden reichen nicht. Also von wie vielen Milliarden reden wir hier? Wir reden von 60, 100, wie viele Milliarden reden wir? Ich habe gesagt, alleine Milliarden reichen nicht. Es muss auch der Wehrwille da sein, der moralische Wille. An dem fehlt es noch. Okay, aber wie viele Milliarden schätzen Sie denn? Ansonsten geben wir 70 Milliarden aus im Jahr für eine völlig sinnlose Migrationspolitik, die uns noch schadet. Hey Leute, aufgepasst. Bernd Baumann bringt es mal wieder auf den Punkt. Trump ist kein Idiot. Im Gegenteil, während die Medien ihn gerne als unberechenbar hinstellen, erklärt Baumann glasklar, warum Trump genau weiß, was er tut. Es geht um knallharte Machtpolitik, den Ukraine-Krieg und die Rolle Deutschlands in der Welt. Und dann zerlegt er auch noch die deutsche Migrations- und Klimapolitik mit Zahlen, die einem dem Atem rauben. Das müsst ihr sehen. Schreibt mir in die Kommentare, ist Trump wirklich der Stratege, den Baumann beschreibt, oder seht ihr das anders? Und nicht vergessen, liken, abonnieren und Glocke aktivieren. Auf geht's! Ja, Herr Baumann, wie bewerten Sie die Ereignisse gestern in den USA, das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj? Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, gewöhnungsbedürftig war es schon. Aber es sind ja die Positionen beider Seiten sehr klar geworden. Auch Selenskyj konnte Trump ja kritisieren. Und so konnte man sozusagen jeder dem beiwohnen und das genau sehen, ist vielleicht besser als Hinterzimmerdiplomatie. Fanden Sie es angemessen, wie Trump und sein Vize Selenskyj behandelt haben? Insgesamt kann man sich fragen, ob so ein Streitgespräch in der Öffentlichkeit Sinn macht. Aber im Nachhinein sind beide Seiten deutlich geworden. Okay. Wie haben Sie die Seiten verstanden? Beide haben ihre Seiten klar gemacht. Donald Trump will jetzt einen schnellen Friedensschluss. Man weiß ja noch gar nicht, zu welchen Abmachungen es kommt, deswegen kann man es noch nicht bewerten. Und da muss Selenskyj auch Kompromisse machen und das wurde jetzt auf offener Bühne ausgetragen. Glauben Sie, dass dieses Gespräch dazu beigetragen hat, den Frieden schneller zu bringen, oder glauben Sie, er wirft jetzt eher mehr Hindernisse in den Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Donald Trump kein Idiot ist und dass Donald Trump die Interessen der USA vertritt. Und für die USA sind Russland die Machtrivalen. Der schenkt auch Putin und Russland nichts. Von daher glaube ich schon, dass so ein vernünftiger Frieden zustande kommt. Sie glauben, das war sozusagen auch kein Geschenk an Russland? Weil es gibt ja viele, die sagten hinterher, na das war ja für Putin sehr positiv. Die USA machen keine Geschenke an Russland, auch unter Trump nicht. Das ist auch ein Macht- und Geopolitiker. Da werden hinterher Ergebnisse rauskommen, die eine Sicherheitsordnung garantieren müssen für lange Zeit. Und da müssen alle Seiten Kompromisse machen. Glauben Sie, es war nicht von Vorteil für Putin? Die Ereignisse gestern. Das wird man sehen. Man hat ja noch gar keine Vorschläge vorliegen, wo denn die Grenzen verlaufen sollen und wie es denn sozusagen genau funktionieren soll. Der Friedensschluss meinen Sie jetzt? Genau. Glauben Sie, dass Selenskyj sozusagen, was glauben Sie, wie viele Territorien sollte Selenskyj abtreten und vor allen Dingen welche natürlich? Das ist gar nicht in unserem Belang hier. Da geht es auch um Sprachgrenzen. Da kann vieles geklärt werden, wo die Sprachgrenzen verlaufen, Volksabstimmung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dem kann man überhaupt nicht vorgreifen. Welche Schlüsse sollte Deutschland jetzt ziehen aus den Ereignissen gestern? Deutschland hat verschiedene Schlüsse zu ziehen. Erstmal den Frieden zu unterstützen, in erster Linie. Zweitens eine eigene sicherheitspolitische, militärpolitische, geopolitische Macht aufbauen. Ist ja genau das Anliegen der AfD, unser Programmpunkt, dass die EU sich fortentwickelt zu irgendwas, was auch funktioniert, auch sicherheitspolitisch. Also eine militärpolitische Autarkie erlangt. Deutschland ist das Herz Europas, wirtschaftlich, technologisch, industriell. Ohne ein starkes Deutschland gibt es kein starkes Europa. Also müssen wir die Bundeswehr aufrüsten und das reicht nicht, wenn man ein paar Milliarden da reinsteckt. Da muss auch der Wehrwille wieder da sein. Die Soldaten müssen bereit sein, auch für Deutschland zu sterben. Und das geht nicht, wenn man das Vaterland zum Kotzen findet, wie Robert Habeck und die Linksgrünen. Also wir müssen die Bundeswehr moralisch, militärisch, finanziell auf völlig neue Beine stellen. Das geht nicht mit SPD und CDU so ohne weiteres. Wo sollen die Milliarden herkommen?
rauskommen, wären Sie bereit, mit dem Bundestag abzustimmen für ein Sondervermögen? Das Sondervermögen ist gar nicht notwendig. Man muss ja gucken, wo das Geld hingeht. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die wir jemals hatten. Sie haben gesagt, ein paar Milliarden reichen nicht. Also von wie vielen Milliarden reden wir hier? Wir reden von 60, 100, wie viele Milliarden reden wir? Ich habe gesagt, alleine Milliarden reichen nicht. Es muss auch der Wehrwille da sein, der moralische Wille. An dem fehlt es noch. Okay, aber wie viele Milliarden schätzen Sie denn? Ansonsten geben wir 70 Milliarden aus im Jahr für eine völlig sinnlose Migrationspolitik, die uns noch schadet. 50 Milliarden für eine sinnlose Klimapolitik. Wenn man das alles einspart, wir zahlen Entwicklungshilfe an Indien und China, die fliegen zum Mond und haben selber Weltraumraketen. Das heißt, wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir haben. Frühere Generationen haben eine starke Bundeswehr finanziert, zig Divisionen und haben sich auch nicht verschuldet. Also kein Sondervermögen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen umsteuernde Politik. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ganz ehrlich, wie unsere Medien über Trump herziehen, ist einfach nur peinlich. Jeder, der das 40-Minuten-Interview gesehen hat, weiß, was wirklich los war. Trump hat klar gemacht, er will Frieden, und zwar schnell. Aber anstatt mal das zur Kenntnis zu nehmen, drehen unsere Medien alles so hin, als wäre er völlig unberechenbar. Und dann diese Leute in der EU. Es gäbe eine Chance, den Krieg zu beenden. Aber nein, manche ziehen es lieber vor, weiter Öl ins Feuer zu gießen. Allen voran Strack-Zimmermann. Diese Frau ist kriegsgeil, mehr nicht. Egal was Trump oder andere sagen, es muss immer weiter eskalieren. Frieden interessiert nicht. Baumann bringt es auf den Punkt. Die USA verschenken gar nichts, auch unter Trump nicht. Und wenn es einen Deal gibt, dann wird er auf Augenhöhe verhandelt. Nicht mit blindem Nachgeben an Russland oder sinnlosen Eskalieren in der Ukraine. Was sagt ihr? Trump der Friedensmacher oder Medienlügen pur? Schreibt es in die Kommentare. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Nein, ich glaube nicht, dass Europa ratlos ist. Wir haben leider das Verhalten von Trump kommen sehen, allerdings in der Geschwindigkeit und in der Hässlichkeit, muss ich sagen, dann doch nicht. Der Eklat im Weißen Haus war ja kein Zufall, der war inszeniert. Man hat Präsident Zelensky eingeladen, um ihn vor der ganzen Welt bloßzustellen und damit Putin sozusagen den großen Gefallen zu tun. Das ist, wenn man, wie wir als Transatlantiker groß geworden sind, verstörend. Aber das ist jetzt einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Wir sollten Ruhe bewahren. Tatsache ist aber, dass Europa jetzt handeln muss, also nicht mehr reden wie in den letzten Jahren, sondern erstens zeigen, dass wir absolut auf der Seite von Zelensky sind. Das machen die einzelnen Nationen. Jetzt wissen wir natürlich, Europa hat keine Armee. Europa besteht aus 27, also die EU besteht aus 27 unterschiedlichen Nationen. Das jetzt zusammenzuführen, ist die große Aufgabe auch und besonders von Ursula von der Leyen und auch von Kaja Kallas, der Außenbeauftragten der EU, weil das ist genau der Knackpunkt, dass eben jedes Land unterschiedliche Sichtweisen haben. Aber es könnten einige Länder nach vorne gehen. Ich finde es großartig, dass die Briten sich, obwohl sie nicht mehr in der EU sind, militärisch an uns annähern. Das haben sie schon die ganze Zeit gemacht, aber jetzt wird das offensichtlich. Und die Frage wird sein, das sage ich Ihnen als deutsche Politikerin, was macht jetzt die Bundesregierung? Ich bedauere sehr, dass der noch Bundeskanzler nach London reist und nicht schon Herrn Merz mitnimmt. Das wäre eigentlich das Mindeste gewesen, sozusagen in der Interimszeit. Aber klar ist, dass Deutschland eine Rolle zu übernehmen hat. Und das muss sehr, sehr schnell passieren, weil ich weiß, dass die kleineren europäischen Staaten auch auf uns hoffen, auf unsere Potenz, aber auch auf unser Geld.